Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mal über das Thema Robotikaktien sprechen, weil ich glaube, dass sich da in der nächsten Zeit einiges tun könnte und die Charts auch wirklich sehr, sehr interessant aussehen. Wir werden heute 5 Aktien besprechen. Welche Aktien das sind, das erfahrt ihr gleich im Video. Ja, der KI-Hype rund um Datencenter etc. ist voll am Laufen und was ich natürlich erwarte, ist, dass auch irgendwann mal die Anwendungen im Bereich KI kommen, aber ein Sektor, den man definitiv auch nicht vergessen darf, ist der Bereich der Robotik und da sieht es charttechnisch bei einigen Aktien ziemlich interessant aus, wo ich sage, okay, hier könnten wir eine starke Rallye bei einzelnen Titeln sehen, vielleicht sogar mit bis zu 100%. Ja, das ist ja das, was wir auch gerne sehen wollen, einen Verdoppler. Und bei welchen Aktien das der Fall sein dürfte, das erfahren wir gleich. Doch zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir auch gleich schon mal in die erste Aktie rein. Und die erste Aktie, die ich euch mitgebracht habe, ist die Richtech Robotics. Wir haben jetzt hier in den Video ein bisschen ein Mischmasch aus verschiedensten, also aus so kleinen Playern wie zum Beispiel Richtech Robotic, ja, die eine relativ geringe Marktkapitalisierung haben, hier und ja, im Prinzip im Bereich Small Cap anzusiedeln sind, aber auch ein bisschen größere Titel. Wir haben jetzt hier knapp 500 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung, das ist noch relativ niedrig. Und wenn ihr mal so andere Branchen kennt bei Hypes, dann wisst ihr ja, okay, obwohl man hier noch relativ geringe Umsätze hat, kann man hier teils mehrere Milliarden Marktkapitalisierung in einem Hype bekommen. Und deswegen glaube ich, dass hier auch noch einiges Potenzial drin ist. Wenn jetzt hier die Euphorie überschwappt und quasi jeder Robotikaktien möchte. Und deswegen gilt es ja immer daran, oder gilt es immer, dass man möglichst früh an solchen Trends dabei ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir jetzt dieses Video, weil ich glaube, dass wir hier eventuell auch am Start sein könnten, dass sich hier eine größere Rallye anbahnt in dem Bereich. Ja, genau. Ansonsten zu Richtech Robotics kann man nicht viel sagen, außer dass sie natürlich relativ wenig Umsatz machen. Ihr seht es hier. Die Umsätze sind noch nicht mal zweistellig, aber das dürfte natürlich in den nächsten Jahren anders werden. Ja, der Bereich Robotik soll ja auch erst so richtig relevant werden, so im Hinblick 2030. Also da haben wir sicherlich noch einiges vor uns. Aber wie es oft so ist es ja auch manchmal so, dass die Börse einiges vorwegnimmt und wir quasi jetzt so einen ersten Hype sehen, der sich dann irgendwann abflacht und dann langfristig große Performance hier in den 2030er Jahren. Aber zumindest jetzt aktuell sieht das Unternehmen schon mal ganz gut aus. Wir haben kaum, im Prinzip ist das Unternehmen schuldenfrei. Das ist ja das, worauf es bei so kleinen Titeln im Grunde ankommt, ja, dass sie nicht sofort pleite gehen, sondern dass sie eben, ich sag mal, eine gesunde Finanzbasis haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, und das ist das, was mich quasi dazu verleitet hat, warum ich dieses Video mache, ist einfach die Charttechnik. Und wir haben jetzt hier diesen großen Ausbruch gehabt, Ende 2024, dann so eine lange Konsolidierungsphase und jetzt scheint es so, als würde die Aktie wieder versuchen auszubrechen. Und ich habe das in den Laufen von den Jahren, in denen ich jetzt an der Börse bin, ich bin jetzt auch so im Prinzip beschäftige mich jetzt 16 Jahre schon mit der Börse, seit der Schule, seit ich da mit in der 10. Klasse mit Börsenspielen angefangen habe, konstant. Und sowas mag ich, weil hier es so aussieht, dass wir hier gute Chancen haben, diesen Widerstand zu durchbrechen. Und wenn wir das schaffen, dann könnte hier auch quasi dieser nächste Schub eingeleitet werden, in dem wir dann auch in höhere Gefilde dann vorstoßen. Und wie gesagt, wenn wir tatsächlich hier diese Bereiche so um die 8 Dollar erreichen könnten in dem nächsten Hype, in dem nächsten Schub nach oben, dann sind es durchaus 100% tatsächlich. Und das traue ich der Aktie wirklich auch ja, durchaus zu. Und die Marktkapitalisierung lässt es ja auch zu, ja. Wenn die Aktie sich verdoppelt, dann haben wir nur 1 Milliarde Marktkapitalisierung. Das ist zwar relativ viel oder auch sehr viel für ein Unternehmen, was keinen Umsatz macht, noch nicht, aber das ist durchaus normal in solchen Phasen des Marktes und dementsprechend glaube ich, dass man hier bei Richtech Robotics eine Aktie hat, die man auch investieren kann. Ja, es ist, glaube ich, in der New Yorker Börse handelbar, also nicht jeder Broker kann es handeln. Aber es ist zumindest einfacher zu kaufen, als es bei vielen koreanische Robotikaktien, ja. Da gibt es ja auch einige, die ich in meiner Liste habe, aber die sind nicht zu handeln und deswegen habe ich mich jetzt hier auf die Aktien fokussiert, die mir auch jetzt wirklich auch kaufen können. Ja, Link zum Beispiel für einen Broker, wo ihr es kaufen könnt, habe ich unten reingepackt. Ja, da bin ich bei Smart Broker, habe ich die Aktie auch. Schaut euch gerne mal den Link an. Ansonsten ja, wie gesagt, sieht charttechnisch sehr, sehr gut aus. Der Ausbau ist noch nicht geschafft, ja. Also da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber ich mache ja das Video dafür, dass wir möglichst früh dabei sind. Und was mir auch gefällt, ist dieses Kaufvolumen, dieses herausstechende, überdurchschnittliche Kaufvolumen hier bei dieser Kerze. Das kann tatsächlich manchmal ein Zeichen dafür sein, dass wir eben ja, diesen neuen Startschuss sehen für einen
Schub nach oben. Kommen wir zur nächsten Aktie und das ist Surf Robotics. Ja, Surf Robotics kennt ihr vielleicht auch, die machen hier diese Delivery-Roboter und die sind schon in einigen Städten in den USA vertreten und die kommen jetzt in immer mehr Städten und das ist tatsächlich was, wo ich sage, okay, hier haben wir einen Roboterhersteller, der tatsächlich auch schon, ja, sicherlich in Testphasen, aber in ausgiebigen Testphasen tatsächlich schon am Markt ist und auch tätig ist im Alltag, sage ich mal. Und dementsprechend finde ich die Surf Robotics Aktie auch ziemlich interessant und auch charttechnisch hier sieht es auch ähnlich aus wie bei Richtex Robotics, auch wenn wir hier ein bisschen größere Volatilität haben. Aber wir sehen jetzt hier im Wochenchart, dass auch hier diese letzte Kerze, diese letzte Woche ziemlich positiv war und dass wir hier im Grunde ja, dieses Zwischenhoch aus dem Weg räumen müssen, um quasi diesen nächsten Schub nach oben zu sehen. Und im nächsten Schub glaube ich auch, dass wir wieder in den Bereich von 20 US-Dollar kommen könnten, so um 2022, je nachdem, wie gut es dann bei der Aktie läuft. Aber das ist auch von dem aktuellen Niveau ein Potenzial, sage ich mal, von ja knapp 100%, nicht ganz 90%. Ja, im Best-Case-Szenario zumindest mal für die nächsten 1-2 Monate, also in 2025, halte ich das Ganze für durchaus möglich, dass wir so weit steigen können. Man muss natürlich aber auch natürlich im Hinterkopf behalten, dass wir jetzt hier Unternehmen haben, die auch natürlich ein bisschen anfällig dafür sind, dass wenn der Hype vorbei ist, man auch relativ schnell wieder dann auch relativ hohe Kursverluste hat. Ja, ihr seht es ja am Chart, der ja jetzt auch relativ volatil ist. Ihr seht ja, also die Aktie war ja schon mal bei 22 $, war dann runter geknallt, sage ich mal, auf knapp 5 $. Da kann man natürlich, wenn man entsprechend aktiv ist am Markt, natürlich ordentlich Geld verdienen, wenn man weiß, was man tut, aber man muss dann natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, am Ball bleiben. Aber wie gesagt, langfristig traue ich der Aktie von Surf Robotics ziemlich viel zu und ich glaube, diese Lieferroboter, das ist wirklich ein Markt, der ja auch schon ausgiebig getestet wird und auch aktuell funktioniert und mit 730 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung finde ich das gar nicht mal so teuer, ja, wenn wir uns mal einen Quantencomputer jetzt anschauen, die gerade wieder dabei sind auszubrechen nach oben. Die haben teilweise 6 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und auch kaum Umsatz und dementsprechend glaube ich auch, dass wir jetzt hier immer noch gute Chancen haben, die Marktkapitalisierung, die Bewertung bei der Aktie auszuweiten und obwohl man natürlich jetzt in den letzten Jahren noch keinen Umsatz gemacht hat. Aber der Umsatz soll kommen, man hat ja auch starke Partnerschaften und die Analysten sehen die Aktie hier im Durchschnitt auch bei knapp 40%, also im Bereich von auch 20 $, durchaus realistisch für die Einjahresprognose. Ich glaube, dass es tatsächlich um 2025 schon erreicht werden kann. Wie gesagt, unter hoher Volatilität. Ich glaube, dass wir dann auch mal durchaus nochmal einen stärkeren Rücksetzer sehen könnten. Wenn die Aktie über 22 $ steigt, umso besser. Ja, dann haben wir, sagen wir mal, einen Boden gefunden, beziehungsweise eine Unterstützung in dem Bereich von 20, dann kann es durchaus sein, dass die Aktie dann nie wieder oder zumindest vorerst nicht drunter fällt. Aber wenn wir uns mal den Umsatz anschauen, ihr seht, es dauert sicherlich noch, bis das Ganze sich durchsetzt. Und ich habe ja davon gesprochen, dass wir erst zum Hinblick von 2030 großflächig auch Robotik sehen im Alltag. Wobei ich glaube, dass Surf Robotics tatsächlich einer der ersten oder der Pioniere sein wird in dem Bereich. Ihr seht aber, okay, wir haben jetzt hier schon 700 Millionen Dollar Marktkapitalisierung und erst in 2028 soll dann hier 100 Millionen US-Dollar Umsatz kommen. Umsatz, ja, vor allem nicht Gewinn. Ihr seht also, na klar, die Aktien sind natürlich spekulativ, aber hier hat man einen Player, der meiner Meinung nach schon sehr gut etabliert ist, der ein Produkt hat, das funktioniert. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und worauf wir natürlich auch schauen müssen, das ist auch immer wichtig bei solchen Unternehmen, die Verschuldung. Hier sehen wir, ja, Top-Bilanz im Grunde, also schuldenfrei, Verbindlichkeiten sind eigentlich auch nicht da. Das ist eben wollen. So, kommen wir mal zur nächsten Aktie, bevor wir uns die nächste Aktie anschauen. Noch kurz eine eigene Sache. Ich habe eine App veröffentlicht, ja, wie ihr es im Titel schon sehen könnt, eine Finanzrechner-App über Aktien und ETFs, wo ihr verschiedene Dinge zu dem Bereich berechnen könnt. Die App ist kostenlos, lediglich Werbung ist eingebaut, um das Ganze zu machen, klar. Aber da kann man auch so spannende Sachen berechnen, wie zum Beispiel KGV und KV-Projektor, ja, mit den Kennzahlen entsprechend eingeben und dann wird es schön grafisch dargestellt, ob die Aktie im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors zu teuer oder zu günstig ist. Finde ich ein ganz hilfreiches Tool. Wie gesagt, den Link packe ich euch in die Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Und dann, ja, probiert es mal aus. Wie gesagt, ist kostenlos, könnt ihr nichts falsch machen und würde mich freuen auf jeden Fall für die Unterstützung. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und dann schauen wir uns mal die nächste Aktie an. Die nächste Aktie ist Cognex. Ich weiß nicht, ob ihr die Aktie kennt. Das ist jetzt kein Roboterhersteller, der jetzt die fertigen Roboter baut, sondern man macht eher so die Sensorik für Roboter, ja, dass quasi die Roboter die Umwelt
erkennen können. Und das ist ja auch natürlich im Bereich der Lieferkette, der Zulieferer, ist es eine sehr, sehr wichtige Technologie. Und hier haben eben mit Cognex ein Unternehmen, was hier schon sehr gut etabliert ist, was auch schon entsprechend Umsätze macht und definitiv, glaube ich, in den Bereichen nicht wegzudenken ist und die man auch definitiv im Portfolio haben sollte, wenn man hier investieren möchte. Und wir sehen auch hier diesen Abwärtstrend, den wir jetzt hier durchaus sehr, sehr bullisch durchbrochen haben. Und was wir dann normalerweise sehen, ist klar, erstmal so vielleicht so ein kleiner Rücksetzer, 20 Wochen gleich eine Durchschnittslinie nochmal testen, aber von da an könnten wir dann auch einen längeren Aufwärtstrend dann bei der Aktie sehen. So, jetzt gucken wir uns mal die Finanzdaten an von dem Unternehmen. Da sehen wir schon ein bisschen größer. Da habe ich ja darüber gesprochen, dass wir auch größere Unternehmen uns diesmal anschauen. Und da sehen wir eben 7,5 Milliarden Marktkapitalisierung des Unternehmens gibt es auch schon sehr, sehr lange. Das ist ja auch schon mal gut im Hinterkopf zu behalten. Und wir sehen, wir haben hier zumindest mal ein paar Umsätze. Obwohl der Gewinn ein bisschen niedriger wird, das schauen wir uns gleich in den Finanzkennzahlen an im Chart. Aber wir haben schon mal ein Unternehmen, was solide wirtschaftet und sogar einen Gewinn erzielt. Ja, das ist ja das, was wir im Grunde wollen. Wir haben sogar eine kleine Dividende, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja, wenn man die Aktie langfristig hat, dann zahlt sich das auch über die Jahre aus, vor allem wenn die Dividende auch kontinuierlich angehoben wird, so wie wir es hier sehen. Ja, das spricht für ein Unternehmen, was eine positive Dividendenpolitik fährt, also auch auf Shareholder Value Wert setzt. Und das ist ja auch das, worauf man sicherlich achten kann, ja, nicht muss, es ist kein Muss-Kriterium, aber es ist ein nice to have. Ja, wenn man jetzt hier ein Unternehmen hat, was auch entsprechend dann ja, an die Anleger denkt, an kontinuierliche Ausschüttungen. So, jetzt gucken wir mal auch ganz kurz die Prognosen von den Analysten an. Die sehen die Aktie tatsächlich gar nicht mal so weit nach oben, aber ich glaube, da haben die Aktien und die Analysten noch ein bisschen gepennt. Ich glaube, das wird nach oben angehoben, weil ich auch denke, dass wir hier entsprechend ja, ein ganz gutes noch Wachstum sehen werden. Ihr seht es ja auch beim Gewinn. Der soll vor allem dann in 2028 dann einen großen Sprung sehen. Und das ist ja auch das, was ich, wie gesagt, schon gesagt habe, dass wir eher im Bereich 2030 dann wirklich eine Beschleunigung nochmal im Markt sehen. Sicherlich könnten wir hier schon mal den ersten Hype, die erste Hypewelle sehen. Ja, das seht ihr dann, oder wenn man das mal in den Chart einzeichnet, das, was ich erwarten könnte, ist, dass wir hier jetzt erstmal einen Hype sehen, dann über die nächsten Jahre, dann 2028 irgendwann in dem Bereich nochmal eine Konsolidierung und dann quasi über die nächsten viele, viele Jahre dann einen langen, stetigen Aufwärtstrend zu erzielen, wenn sich der Markt dann durchsetzt. Aber zumindest kurzfristig sieht es hier sehr, sehr gut aus. Wir haben jetzt hier auch ein Unternehmen, was es von der Bewertung her, zumindest was die Historie angeht, moderat bewertet ist. Natürlich ein KV von 8 ist relativ hoch. Hätte man Cognex hier gekauft, dann wäre es nicht klug gewesen, aber so ist es eben nicht. Und ich glaube, dass wir jetzt im Bereich von einem positiven Umfeld auch deutlich höhere Bewertungsniveaus sehen könnten. Ja, also obwohl die Aktie tendenziell ein bisschen höher bewertet ist mit einem KV von 8, glaube ich, dass hier Luft nach oben ist. Und wir haben natürlich auch Gewinne und die Nettogewinnmarge nimmt auch jetzt ein bisschen zu. Das ist schon mal ein positiver Trend. Und ja, an sich, glaube ich, ist das Unternehmen auch wirklich gut aufgestellt. Wir sehen es auch im freien Cashflow. Also das Umsatzwachstum ist auch da, knapp 10%. Das beschleunigt sich noch im nächsten Quartal. Das ist so quasi von den Analysten geschätzt. Und dementsprechend, ja, stimmt das Gesamtbild. Und ich glaube, die Aktie ist definitiv ein Kandidat für die Watchlist, wenn nicht sogar ein Kandidat, um gekauft zu werden. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber ich finde die Aktie sehr, sehr spannend, weil eben die Technologie mit Sensorik unbedingt mit ins Depot gehört, wenn man investiert. Ja, wenn man an Roboter denkt, dann darf natürlich auch Teradyne nicht fehlen. Und hier haben wir schon ein bisschen einen größeren Player, der nicht nur Robotik macht, ja, der macht so ein bisschen andere Sachen. Aber die Aktie hat auch ganz gut zugelegt. Und ich hatte sie mal vor einigen, ein bisschen her, und einige Monate hatte ich sie mal auf dem Schirm. Und ja, man hätte sie tatsächlich hier im Tief kaufen sollen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Jetzt ist die Aktie wieder ein bisschen höher gelaufen. So um die $112 notiert sie aktuell. Aber wir sind im intakten Aufwärtstrend und solange wir nicht unter $100 fallen, das kann ich jetzt in den Chart hineinzeichnen, ja, dann sind wir quasi auch hier in einem Bullenmarkt und sollte das der Fall sein, dann glaube ich auch, dass der so eine Bereich von $50 noch weiter steigen können. Wie gesagt, sollten wir unter $100 fallen, dann ändert sich das Bild bei der Aktie so ein bisschen und dann müssen wir eher ein bisschen bearisch schauen. Also, dass wir hier wieder in diesen Korridor fallen zwischen $100. Aber ich glaube, der Sektor ist bullish und deswegen glaube ich, dass auch Teradyne weiter steigen kann. Wir haben jetzt hier auch ein Unternehmen mit knapp $18 Milliarden Marktkapitalisierung, gibt es auch schon ein bisschen länger.
Haben natürlich auch ein bisschen größere Umsätze, knapp 3 Milliarden Dollar. Wir schreiben auch hier Gewinne, also im Grunde ein grundsolides Unternehmen, eine kleine Dividende-Rendite haben wir auch. Und auch hier sehr gute Finanzgesundheit, ja, man ist im Prinzip auch schuldenfrei, auch top, was wir sehen wollen. Gucken wir mal die Prognosen an. Da ähnliches Bild wie bei Cognex eigentlich, dass wir auch hier schon einiges eingepreist haben. Oder wie bei Surf Robotics. Nee, wie bei Cognex, genau. Also hier haben wir schon einiges eingepreist. Ja, durchaus hier Bewertung, ja, was auch Teradyne angeht, schon nicht gerade klein. Ja, wir sehen es auch hier, ein KUV von 6. In der Spitze hatten wir auch schon sowas wie von 9. Es kann durchaus auch wieder erreicht werden, aber wir sind es, wenn wir mal nur die letzte Zeit, die letzten Jahre betrachten, sind wir im Durchschnitt. Ja, wir sind also nicht zu teuer, wir sind aber auch nicht zu günstig. Und in einem positiven Umfeld kann die Bewertung ausgeweitet werden. Man hat aber immer noch Luft nach unten, auch im Hintergrund, dass es eine Teradyne jetzt nicht sich vervielfachen wird, sondern eben die Bewertung ist schon üppig, da ist schon viel Zukunft eingepreist und ja, entsprechend muss das Wachstum auch geliefert werden in den nächsten Quartalen. Aber ansonsten finde ich die Aktie ziemlich interessant, stabile Margen. Wir haben auch leider die Nettogewinnmarge, die ein bisschen rückläufig ist, aber ja, dürfte sich dann auch mit Skalierungseffekten, da kann man dann ein bisschen besser an der Profitabilität arbeiten, wenn man gesteigerten Umsatz hat, ja. Das ist nicht so ein Beinbruch. Wir schreiben konstant freie Cashflows und ich denke, wenn sich der Markt dann ausweitet, wenn da größeres Wachstum in den Markt reinkommt, dann können sich diese Kennzahlen dann auch weiter verbessern. Genau. Ansonsten, wie gesagt, gucken wir mal kurz auf das KGV. Ja, das ist auch ziemlich interessant. Da sind wir ein bisschen teuer bewertet. Da sind wir beim KGV von knapp 40. Ja, günstig war die Aktie schon mal im Bereich von 20 tatsächlich. Das zuschlagen sollen. Aber ja, man kann auch nicht immer jede Aktie mit dabei sein. Aber wie gesagt, Teradyne als größerer Player hier im Bereich Robotik ist auch sicherlich eine Aktie, die man auf der Watchlist haben sollte. Und dementsprechend habe ich es mal hier in dem Video mit aufgenommen. So, kommen wir mal zur letzten Aktie. Und die letzte Aktie ist ein bisschen eine kleinere Aktie und das ist Palladyne AI. Die machen zum einen, ja, im Bereich Drohnen sind sie tätig, Drohnensoftware, aber auch dieser Bereich Palladyne IQ. Und hier macht man eben diese Software, diese KI-Software für Robotik, ja, dass quasi Roboter selbstständig schlau werden, um es so auszudrücken. Und ist sicherlich auch ein spekulativer Titel, aber wenn sich diese Software durchsetzt, dann kann sich hier Palladyne, glaube ich, auch nochmal vervielfachen. Wir haben eine relativ kleine Marktkapitalisierung, 300 Millionen US-Dollar. Ja, dementsprechend muss man aber auch sagen, dass hier natürlich auch ein bisschen größeres Risiko gefahren wird. Wir haben auch hier kaum Umsätze, ja, also keine Umsätze im Grunde. Die Verschuldung ist in Ordnung, ja. Einzig die langfristigen Verbindlichkeiten machen mir so, ja, nicht Sorgen, aber ja, was man nicht unbedingt sehen möchte, obwohl die an der Zahl rein 60 Millionen Dollar Verbindlichkeiten sind, ist nicht so viel. Das kann man dann durchaus auch mit einer Kapitalerhöhung dann hinkriegen, sage ich mal. Aber Palladyne, wie gesagt, sieht auch charttechnisch jetzt, ist es so ein bisschen an einer Make-or-Break-Position angelangt. Also entweder schafft man es hier, ähnlich wie damals im November 2024, einen Bounce hinzukriegen, dass wir den nächsten Schub nach oben sehen, oder wir brechen hier durch und dann muss man die Aktie ganz klar als Verkaufen einstufen. Ja, also muss man jetzt, wenn man hier die Aktie quasi, ist jetzt wirklich ein interessanter Einstiegspunkt, ja, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber die Aktie ist jetzt sicherlich ein interessanten Punkt angelangt, wo man sagen könnte, okay, jetzt steige ich da mal ein und mit dem engen Stop-Loss, ja, wenn die Aktie hier unter 6,50 Dollar fällt, da würde ich dann doch ein bisschen Reis ausnehmen und die Aktie erstmal lassen. Aber aktuell mit dem positiven Gesamtumfeld glaube ich auch, dass wir hier durchaus gute Chancen haben, dass wir eben wieder in diese Bereiche, in diesen 13 US-Dollar steigen könnten. Das traut der Aktie durchaus zu. Und dann müssen wir mal schauen, ob sie den Widerstand hier überwinden kann. Ja, dann ist natürlich, dann können wir auch von deutlich höheren Kursen reden im Bereich von 20 US-Dollar. Aber soweit ist es noch nicht. Ja, wir müssen erstmal hier noch oben kommen und dürfen auf jeden Fall nicht hier diese Aufwärtstrendlinie nach unten durchbrechen. So, das war das Video zu den Robotikaktien. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, so ein kleiner Überblick die Aktien, welche gerade interessant sind. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, welche Aktien in dem Bereich ihr habt oder welche ihr spannend findet. Natürlich gibt es auch eine Tesla, aber alle Welt redet schon von Tesla, deswegen habe ich Tesla jetzt nicht mitgebracht. Genau. Und wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Das würde mich freuen und schaut doch gerne mal auch in der App vorbei. Ja. Und wie gesagt, bis zum nächsten Video. Alles Gute, viel Erfolg und